Romy Siegel, Startup-Inkubator Coworking Salzburg. Meine Geschichte befindet sich im Jahr 2005. Und um das ein bisschen einzuordnen, wir hatten kaum Laptops, wir hatten Handys, Handys zum Telefonieren und zum SMSen, aber ohne Internet und eigentlich ohne Fotografiefähigkeit. Und ich kam damals an die FH Salzburg, Design- und Produktmanagement in Kuchel, als Kind vom Land wieder aufs Land. Und für mich war damals halt die Welt schon noch sehr klein, hatte noch nicht so viel gesehen. Und dann kamen plötzlich Professoren aus aller Herren Länder. Also wir hatten Professoren aus New York, aus Shanghai, aus Madrid, aus Mailand, you name it. Und die haben wirklich in unsere Gehirne Dinge gepflanzt, dadurch, dass sie so international tätig waren, dass mit Design, Innovation und Strategie einfach alles möglich ist. Man muss es nur machen. Und das in einer Zeit, wo man als Mensch ja noch sehr stark geprägt wird. Einerseits beruflich, aber andererseits auch charakterlich und persönlich. Und was uns da noch oder mich sehr geprägt hat, waren die wirklich langen Stunden in der Werkstatt. Also man kann sagen, Werkstatt, 3 Uhr früh, unser zweites Zuhause. Ja, und so verbrachten wir dort viele Stunden. Und an eine Sache erinnere ich mich auch noch ganz besonders. Wir hatten ca. 50% des Projektzeitraums schon erfüllt. Und dieses Produkt hat einfach nicht so funktioniert, wie wir das wollten. Es hat wahnsinnig geeiert. Es hätte schön smooth laufen sollen. Es war ein Sitzmöbelprojekt. Wir haben uns, meine Kollegin und ich, haben uns in die Augen geschaut und gesagt, okay, let's start from scratch. Wir mussten noch mal ganz zurückgehen. Unser Zeitplan war immer bis 3 Uhr früh maximal in der Werkstatt sein. Das war damals alles möglich. Es gab keine Security, die uns rausgeworfen hat. Wir konnten machen, was wir wollten. 3 Uhr früh sind wir jeden Tag heimgegangen, um am nächsten Tag um 9 Uhr wieder halbwegs fit in der Marketingvorlesung vom unglaublich tollen Marketingprofessor, Professor Walcher zu sein. Also eigentlich ein Entertainer mehr als ein Professor und deswegen war es grandios. Und so haben wir uns da ungefähr 2 Wochen auch immer wieder durchgefrettet sozusagen, weil viel länger schafft man das ja dann auch nicht, bis 3 Uhr früh jeden Tag zu arbeiten. Und wir haben es dann zum Schluss abgeliefert und wir nannten dieses Produkt Chupame. Wer Spanisch spricht, weiß, was es bedeutet. Eine kleine subversive Botschaft. Aber das Wichtige an dieser Lesson learned ist, es ist der Grundstein in mir gelegt worden für Entrepreneurship. Denn etwas machen, wo man weiß, es wird nicht gleich perfekt werden, verbessern, Lust am Experimentieren und nur nie aufgeben. Und dafür bin ich der FH Salzburg Design- und Produktmanagement wirklich dankbar, denn genau das ist Entrepreneurship. Vielen Dank.